WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners hier in Oberhausen bei Just Whisky zusammen mit Tabea Dalfuß und Melanie Laubmeier. Wow, guck mal, zwei schöne Damen links und rechts habe ich noch nie vorher gehabt. Also was ist jetzt hier bei der Just Whisky in Oberhausen besonders? Ja, ich finde es einfach sehr intim, dadurch, dass sie nicht ganz so groß ist. Und ich mag einfach das industrielle Ambiente hier. Das passt ganz gut zum Whisky. Super. Bist du zum ersten Mal jetzt hier in Oberhausen? Ich bin diesmal das erste Mal dabei. Super. Und was ist für dich besonders an so einer Whisky-Messe? An der Whisky-Messe an sich sind besonders eigentlich die Kunden. Ja. Einfach die Leute haben eine sehr lockere Einstellung. Und im Laufe des Tages wird es eigentlich immer besser. Super, der Pegel steigt manchmal und so weiter. Super. Also wie kommt eine junge Dame zu Whisky? Das fragen mich ziemlich viele. Ist eine ganz witzige Geschichte gewesen. Mein Freund wollte damals auf eine Whisky-Messe. Ich habe mir gedacht, ich schaue es mir einfach mal an. Man kann ja nie ausleeren. Und wir sind dann tatsächlich am Stand vom Andy McNeill hängen geblieben. Damals habe ich einen Glen-esque von 84 probiert aus dem europäischen Eichenfass, der so unfassbar toll geschmeckt hat, dass ich so hin und weg war, dass der Roland meinte, hey, hast du nicht Bock, Whisky zu verkaufen? Und da habe ich gesagt, das ist total nett, aber ich habe keine Ahnung, was Whisky ist. Ich weiß nicht mal, wie man es produziert. Und dann hat er gesagt, kein Problem, das kann man alles lernen. Ja. Und da fing es dann eigentlich an, dass ich mich dafür interessiert habe. Dass man wirklich auch viele Dinge rausriechen kann, rausschmecken kann und das hat mich einfach sehr fasziniert. Super. Und wie lange bist du schon dabei? Das ist jetzt mein 3. Jahr. Okay. Und ab November starte ich dann ins 4. Und hoffentlich noch ganz viele weitere. Okay. Sehr, sehr gut. Nun, wie lange bist du dabei mit Whisky? Wie kommt eine junge Dame zu Whisky? Ich bin jetzt seit 6 oder 7 Jahren dabei. Ich kam dazu, ich bin sehr gut befreundet mit Andys Kindern. Und sobald man volljährig wurde, wurde man eingesackt. Du bist jetzt volljährig, du darfst jetzt auch Alkohol verkaufen und du kannst bestimmt Geld brauchen. Und dann sagte ich, ja, hat er recht. Und seitdem bin ich dabei. Okay, super. Also einmal jetzt durch die Kinder, einmal dann durch wirklich auf den Stand kommen, Roland geschnappt und gesagt, du kannst es bestimmt sehr, sehr schön und sehr, sehr gut tun. Also, es gibt einen sehr schönen Spruch, der Weg dahin, Whisky-Experte zu werden, ist lang, aber schön. Nun, erzähl mal ein bisschen was für einen Anfänger, was wichtig wäre, da ein paar Schritte vorwärts zu kommen auf dieser wunderbaren Reise. Naja, es ist ganz einfach. Man soll das probieren, was einem selber schmeckt, wo man erstmal die Nase reinhängt und schon denkt, wow, das riecht wirklich toll, das sagt mir zu. Und sich vielleicht auch manchmal auf Verkäufer verlassen, weil die ja doch oft ein bisschen Erfahrung schon haben. Ja. Einfach mal sagen, ich möchte mal was Florales probieren, ich möchte mal was Schokoladiges probieren. Und da einfach mal gucken, ob man das ähnlich findet oder ob man vielleicht sogar was ganz anderes. Und gerade das zu vergleichen, finde ich halt interessant, finde ich wichtig und sich seinen eigenen Weg zu suchen. Super. Und hast du irgendwelche Tipps, wie man als Beginner ein bisschen weiter vorankommt, damit man eines Tages Whisky-Experte wird? Am besten probiert man sich durch, da kann ich eigentlich Tabea nur zustimmen. Man probiert und lässt sich immer gut beraten. Am besten natürlich von kompetenten Fachleuten. Dann macht es auch viel mehr Spaß, weil wenn man sich selber was aussucht, dann greift man doch häufiger mal daneben. Was für einen Anfänger immer schwierig ist, sind die rauchigen, meistens zumindest. Und dann kann man sich durch Beratung doch eher mal durch die süßen, vielleicht ein Single Grain oder sowas rantasten. Super. Also auch Whisky-Messen sind dafür hervorragend, verschiedene Dinge zu probieren und auch immer wieder zu seinem Händler hinzugehen und dann da auch einmal zu fragen, Mensch, wie ist das? Und dann kauft man die Flasche, die am besten geschmeckt hat. Muss man einfach so sagen, in diesem Internetzeitalter nicht immer der beste Weg, da neue Sachen kennenzulernen, ist nur online zu kaufen. Nun, meine nächste Frage ist, es gibt natürlich auch eine Entwicklung jetzt hier mit Whiskys. Welche Entwicklung habt ihr gemerkt in den letzten 12, 18 Monaten? Ich würde sagen, dass immer mehr junge Leute zum Whisky kommen. Es ist nicht mehr so ein Modegetränk, das nur alte Herren trinken. Und auch der Frauenpegel geht deutlich nach oben. Immer mehr Frauen interessieren sich für Whisky und überraschen mich häufig mit ihrer Offenheit auch für die torfigere Sorte. Das ist, glaube ich, so der Trend, dass auch die jüngere Generation da eher zur Qualität hingeht. Super. Und hast du irgendwann eine andere Entwicklung gemerkt? Also ich bin ja erst seit 3 Jahren dabei, aber ich finde, dass immer mehr Finish, vor allem die fruchtigen Finish in Richtung Wein mehr kommen und dass man sich auch mehr auf Grains konzentriert. Und das finde ich auch eine sehr gute Idee, weil gerade die Grains so eine schöne Süße mitbringen. Absolut, liebe ich. Einen guten alten Grain, sehr, sehr schön. Und Cooper's Choice haben super schöne alte Grains immer wieder im Programm. Meine letzte Frage gilt uns als Whisky-Tuber, die Menschen, die Whisky-Videos online dann schauen. Bis auf WhiskyJason, hast du einen Lieblings-Whisky-YouTuber?
Du darfst auch Nein sagen. Da muss ich gestehen, nein. Hast du irgendjemanden, den du gerne schaust? Das ist Roland Fuchs, der macht auch wunderschöne Videos, meistens unsere eigenen Whiskys, das ist klar, aber ich finde, er präsentiert das alles sehr authentisch und sagt einfach das, was er denkt darüber und das weiß ich einfach sehr zu schätzen. Und hättest du irgendwelche Tipps für uns Whisky-Tuber? Nee, einfach genauso weitermachen, uns weiterhin zu unterhalten, viel präsentieren, viel vorstellen, sodass natürlich viele auch das verfolgen können und dazu lernen können, was Neues kennenlernen können, um das dann auf einer Messe selbst zu probieren. Ja, super. Und hättest du irgendwelche Tipps für die Leute, die jetzt hier Whisky-YouTube-Videos oder Blogs denn schreiben? Ja, seid vielfältig, guckt euch um, aber vergesst auch nicht die Basis. Super schön. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Tabea Dalfuß und Melanie. vielen, vielen Dank. Super. 1000 Dank. Echt. Und? Nicht so schlimm, oder? Nee, wir waren aber auch zu zweit. Ja, genau. Also, und du warst ganz spontan. Also. Immer an deiner Seite. Ja, super. Das ist schön.